Hallo und herzlich willkommen zum 33. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch die Griffschale für P365 vor von Strike Industries. Um genau zu sein, geht es um das Enhanced Grip Module für P365 von Strike Industries. Die Griffschale passt auf alle P365-Serie, also sprich egal welches Kaliber und welche Grösse Konfiguration man hat. Wobei, was man beachten muss, dass das Griffstück die gleichen Dimensionen hat wie das X Grip Modul von Sig Sauer. Das heisst, die Griffschale ist nur kompatibel zum Magazin von der XXL-Serie, wo als 10, 12, 15 und 17 Schüsser Magazin gibt. Wenn man kleinere Magazine hat, müsste man sich separat halt neue Magazine erwerben für das Griffstück. Die Griffschale wird in einer Kartonschachtel geliefert. Im Lieferumfang dabei haben wir halt einfach das Griffstück, wo der Magazinauslausknopf auch schon bereits vorinstalliert ist. Und das ist der Lieferumfang dieser Griffschale. Was gleich ist zum Original der Griffschale ist eigentlich das Material, das daraus besteht. Das ist ein verstärkter Polymer. Unterschied zum Original ist sicher vorne dran die Picatinny-Schiene. Dort ist eine normale Picatinny-Schiene. Aber was man wissen muss, ist, es ist eine sehr kurze Schiene. Das heisst, wenn du ein Taglight machen willst, passt eigentlich nur die ganz kompakte, zum Beispiel Streamlight TLR7 oder das Surefire XC3. Jedoch, wenn man die montiert, schaut trotzdem noch ein bisschen vorne dran Führen von der Taschenlampe. Was auch noch anders ist, ist der Magazinauslausknopf. Der ist ein bisschen höher als das Originale. Und hinten dran ist der Teil noch ein bisschen verlängert. Zudem hat er andere Texturierungen und halt auch ein bisschen eine andere Ergonomie und ein Magwell, um das Magazin einfacher rein zu tun. Die Installation dieser Griffschale ist relativ simpel. Das Einzige, was es zu beachten gibt, ist einfach bei diesen Modellen, die über eine manuell bedienbare Sicherung verfügen, wie unser Modell hier, dort muss man leichte Anpassungen an der Griffschale machen, bevor man es installieren kann. Wie die Installation geht und was für Anpassungen gemacht werden für dieses Modell, da haben wir ein separates Video aufgenommen. Den Link dazu findet ihr im Videobeschreibung. Was noch zu beachten gibt, ist, da der Aufbau dieser Griffschale halt einfach anders ist, vor allem halt wegen der Picatinny-Schiene vorne dran, ist es so, dass halt mit dieser Griffschale passt die Pistole eigentlich nicht mehr in P365 spezifische Halfter. Also entweder muss man halt da sich halt einen passenden machen lassen oder halt ein bisschen mit Do-it-yourself probieren, die Pistole dann halt einfach in einen anderen Halfter einzupassen. Also wir haben es jetzt mal zum Beispiel mit einem Glock 43X Halfter probiert aus Kidex und mit leichten Anpassungen hat dann die Pistole dort dann auch reingepasst. Mein Fazit zu dieser Griffschale ist eigentlich ein bisschen gespalten. Auf die einen Seite muss ich sagen, ist es cool, dass nachher ein normales Taglight machen kann, weil du halt eine Picatinny-Schiene, eine normale hast. Was halt einfach jetzt negative Punkte sind, eben, dass nachher kein normaler Holster mehr kannst
benutzen, beziehungsweise dass irgendwie eine Anpassung musst machen beim Holster oder irgendwie etwas sonderanfertigen lassen, ist ein bisschen Kritikpunkt. Wenn jetzt zum Beispiel die Waffe schon gekauft hast und nur kleine Magazine hast, musst du nachher auch schauen, dass du noch grosse Magazine dazu bekommst. Von dem her ist eigentlich auch eher ein negativer Punkt. Was man aber muss sagen ist, sie liegt nachher wirklich noch mal ein bisschen besser in der Hand. Das heisst, du hast eigentlich, also bei mir jetzt ist der Fall, dass nachher der Kleinfinger nicht einfach so ein bisschen in der Luft rumhängt, auf gut Deutsch. Dort ist er noch mal ein bisschen besser versorgt, eben dadurch, dass das Griffstück ein bisschen länger und ein bisschen passiger ist. Darum würde ich jetzt sagen, wenn du Lust hast, beziehungsweise wenn dir die Originalgriffschale von der Farbe oder wie auch immer nicht passt, kannst du das sicher überlegen oder gar nicht gut in der Hand liegt. Aber für mich würde es jetzt eigentlich kein Must-have, wenn da die Originalgriffschale passt oder wie auch immer. Weil halt eben nachher noch, wenn du Magazin noch musst dazu kaufen, ein Holster dazu, die Griffschale selber kostet ja auch noch etwas. Dann bist du wieder bei recht viel Geld, wo du investiert hast, dass die Waffe besser passt. Darum ist es so ein bisschen zwiegespalten. Darum kann ich nicht eine 100% Empfehlung geben, aber wenn du customizen willst und sie willst, dass es ein bisschen besser in der Hand liegt, dann kann man sie kaufen. Also ich teile eigentlich zum grössten Teil auch die Meinung mit dem Patrick. Oder? Es ist halt schon eben ein negativer Punkt, wenn du natürlich die Pistole schon seit längerem hast, dich kompakt hast und ich weiß nicht, wie viel schon Magazin und alles dazu gekauft hast und dann ja, passt es nicht mehr, musst noch separat dazu posten, dann kann das ein bisschen eine Spassbremse sein. Oder? Aber ich finde halt eben auch, obwohl eigentlich schon die Normalgriffschale von Sig Sauer, finde ich, die liegt relativ gut in der Hand, finde ich halt einfach, das Griffstück macht es halt einfach gleich um einiges besser. Oder? Das Griffstück ist auch ein bisschen breiter und ich finde, für die Ergonomie macht das halt auch wirklich sehr viel aus. Zum taktisch schiessen zum Beispiel geht es halt einfach wirklich viel besser. Oder? Ja, designtechnisch spricht es mir jetzt auch an. Ich finde, das Griffstück sieht mega lässig aus und es spielt auch keine Rolle, ob jetzt mit oder ohne Händchen schiessen tust. Es ist wirklich halt einfach viel die bessere Passform. Oder? Also ja, also ich würde sicher für die eine P365 haben, die schon die passenden Magazine haben, würde ich sagen, so, hey, probiert es aus. Es ist wirklich, es macht es dann doch um einiges besser. Und für alle anderen halt, ja, dann auch nur, wenn man sich im Klaren ist und es okay ist, wenn man da halt einfach noch fürs Zubehör noch ein bisschen Geld investieren muss. Oder? Aber ja, die Griffschale selber finde ich top und kann ich nur weiterempfehlen. Dann wäre es das schon wieder mit dem Video. Natürlich wie immer findet ihr Detailbilder auf Facebook und auf Instagram. Und dort, so wie hier im YouTube-Video, würden wir uns freuen über jeden Like und über jeden neuen Follower. Zudem ein Dankeschön an Gotcha GmbH, dass wir ein Teil können auslehnen können, dass wir es präsentieren können. Und da wäre es wieder gewesen. Und ciao zusammen.